Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Zobeltier Finanzkanal, und es freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe also in den einzelnen Gesprächen mit euch festgestellt, dass es Bedarf gibt zu lernen, wie man Einzelaktien, ETFs oder Real Estate Investment Trust kaufen kann bei Online-Brokern. Und ich habe meinen Haupt-Online-Broker nun heute rausgesucht, die Consorsbank. Und die zeige ich euch jetzt mal und wie das hier bei der Consorsbank funktioniert. Als Einzelaktie kann man entweder hier Wertpapierhandel anklicken und dann kommt der Button Aktien und geht mittlerweile direkt hier drauf. Dann kommt diese Startmaske, entweder auf den Button Aktiensuche gehen oder man nimmt hier oben die Lupe und dann seht ihr die Abkürzung WKN Name ISIN. Das ist die Wertpapier-Kennnummer, die alte Wertpapierkennnummer, die vor 2003 noch in Deutschland gültig war und jetzt ersetzt wurde durch die ISIN, die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer, so heißt das Ding. Und jetzt gebe ich einfach aber mal den Namen ein von einer Einzelaktie Mercedes, und ihr seht die Mercedes-Benz Group mit der WKN 710000 wurde hier schon gefunden. Ich klicke hier drauf. Jetzt haben wir hier verschiedene Reiter, wo man sich das Unternehmen genauer anschauen kann. Also zum Beispiel interessant ist natürlich das Firmenprofil, was hier die Mercedes-Benz macht, aber das wissen die meisten. Es gibt die Kurse und Handelsplätze, wo man sich vorab schon mal informieren kann, welche Kurse gerade gestellt werden. Und was ich auch noch wichtig finde und ganz interessant, sind die Analysen. Hier kann man schauen, welche Dividendenrendite die Mercedes Group gezahlt hat. In dem Jahr waren es 8,47%, also recht gut. Und deren entsprechend passende Dividendenwert hier in der Zeile. Es wurden also im Mai dieses Jahres 4,66 Euro, also 4,66 Euro ausgezahlt an Dividende. Es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt eine. Man klickt hier auf Kaufen, kommt dann in die nächste Maske. Das ist also die Order-Maske, und das habe ich jetzt hier schon getan. Warten kurz. So, man wählt sich das Depot aus, gibt ein die Stückzahl, die man haben möchte. Man kann natürlich mit Limit handeln, was immer auch wichtig ist zu empfehlen, wenn der Markt volatil ist und man einen bestimmten Wert haben will. Und ich mache immer, fast immer zu 99% einen Limitwert bei meinen Käufen der Aktien. Oder man wählt aus einen Stop- und Buy-Marktkurs, und hier wird dann die Order ausgeführt. Ich empfehle Limits, es ist einfach besser mit Limit zu arbeiten. Euro ist mein Limit, und dann gibt es eine Ordergültigkeit, die man eingeben kann. Bis zum Monatsende wähle ich jetzt aus, und dann kommt man hier schon zur Freigabe, die man über die Consorsbank Secure App durchführen würde. Ich klicke mal hier drauf, dann sieht man die einzelnen Daten, die Depot, Abrechnungskonto, das entsprechende Investment. Hier in dem Fall ist es die Mercedes-Benz Group, dann die Stückzahl, der Handelsplatz. Hier wird StraightGate ausgewählt, dort hat man meistens keine extra Gebühren, soweit ich es weiß, und die Gültigkeit und dann auch noch, was die Order kosten würde. Und jetzt würde man das Ganze mit der Handy-App, mit der Secure Plus App bestätigen. Wie funktioniert das Ganze mit einem ETF, einem Exchange Traded Fund? Man kann hier genauso die Wertpapier-Kennnummer eingeben. Ich habe mir jetzt den Dow Jones Sustainability ETF ausgesucht. Wenn ihr übrigens mehr Informationen zu ETFs haben wollt, empfehle ich euch die Seite justetf.com,
und dort könnt ihr also die Details eines ETFs genau recherchieren. Jetzt habe ich hier die Wertpapier-Kennnummer und er gibt mir schon einen Treffer. Wunderbar, den wähle ich aus und wir kommen zur nächsten Seite. Hier sind wieder die Übersichten, Chart, Profil, Kurse, Nachhaltigkeit und so weiter. Ich gehe auf Kaufen, damit wir in die nächste Ordermaske kommen. Ja, und das funktioniert jetzt fast 1:1. Man kann hier sein passendes Depot auswählen und einen Limit-Eintrag erstellen. Man braucht hier noch ein Datum und hier oben fehlt die Stückzahl. Ich sage 1 Stück und schon haben wir hier unten den Button zur Freigabe. Jetzt würde ich empfehlen, auch wieder den Kostenausweis sich vorher mal anzuschauen und bevor man hier die Order aufgibt, und dann kann man das Ganze mit der Consorsbank Secure Plus Handy App bestätigen oder eine manuelle TAN hier eingeben. So viel dazu. Wie funktioniert das Ganze, wenn ich einen Sparplan erstellen möchte? Ich suche mir mal einen Real Estate Investment Trust hier aus. Das ist die Gesellschaft Realty Income. Ich habe das hier schon oben eingegeben in der Suchfunktion bei der Consorsbank. Klicke auf Auswählen. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier den Knopf Sparplan auszuwählen. Man kommt in die nächste Maske. Wir sagen, wir legen einen Wert von 50 € pro Monat an. Klicken auf Weiter. Was sehr cool ist bei der Consorsbank, man kann das monatlich, zweimonatlich machen. Ich mache das jetzt zweimonatlich zum ersten und wähle mein Depot aus. Dann gibt es das Verrechnungskonto, das man auswählen muss und man kann sogar eine Dynamik angeben. Das lasse ich jetzt mal weg. Realty 1 nennen wir den und gehen auf Weiter. Jetzt haben wir hier nochmal die Zusammenfassung. Realty Income 50 €. Die Gebühr, die hier anfällt, 1,5%. Und ich weiß, es gibt günstigere Broker. Ich habe selber Trade Republic und verwende auch Trade Republic für die meisten Sparpläne, die ich habe. Es gibt manchmal, ergibt es den Sinn, einen zusätzlichen Sparplan hier bei der Consorsbank zu erstellen. Und man kann natürlich dann auch bei Verkäufen, weil hier wieder eine Gebühr anfällt, entsprechend das Ganze vielleicht umziehen. Jetzt seht ihr hier nochmal das Intervall und wann der Sparplan beginnen würde, das Depot, Abbuchungskonto und die Bezeichnung des Sparplans. Und das Ganze kann man jetzt mit der Secure App bestätigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr den Sparplan angelegt habt, wo findet ihr den? Ihr geht einfach auf Mein Konto und Depot, dann kommen die verschiedenen Reiter. Unter Depots und Sparpläne könnt ihr hier dann eine Auswahl treffen und solltet dann auch eure Sparpläne entsprechend finden, der eben hier angelegt wurde. So, das war's schon kurz und knapp heute. Ich verlinke euch nochmal den Consorsbank Hinweis, wenn ihr ein Konto dort noch nicht habt und ein Depot eröffnen wollt, dann sprecht mich doch bitte einfach an. Und auch bei der Trade Republic werde ich einen Affiliate-Link euch hinein posten, damit ihr hier bei Bedarf euch anmelden könnt und den Kanal unterstützt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like und Daumen hoch und abonniert den Kanal und empfiehlt ihn weiter. Und ich freue mich auf die nächsten Themen mit euch. Einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.